Hi, ik ben Jacob. Ik heet en jeder einer van jullie welkom. Mijn vrienden dat jullie in levenswasser zijn. Je kan jullie kinderen en de kindertjeuk nambrengen. We hebben kindertjeuk van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De kinderen die kunnen daar leren wel aan te beden. Ze kunnen leren geven. Ze worden ook een klare boodschap hier in er niveau wat zij kunnen verstaan. Mijn vrienden dat jullie kinderen hebben metgebracht. Dat wordt een stad zijn waar ze zeker zijn en een goede tijd wat zijn vereend. Nadem, dan word ik jullie terug goed holt je een koffie, een thee en spaziert met some mensen. En dan hier in 2 minuten wieder, waar we aanvangen met de service. In onze service, waar we aanvangen met aanbedingsgezang, dan wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. En nadat wordt een van onze pastors opkomen en een klare, praktische boodschap hebben, wat als voor jullie vandeel. Zo, mijn vrienden, dat jullie alle hier zijn. Ik wens jullie Gottesdeenst. Good morning, Levenswasser. Good morning, juist alle, mijn vrienden, dat je hier bent. Welkom in Levenswasser van deze morgen. Dit is een bijzondere dag voor ons. Vandaag hebben we tolvast. En dat is een zeer bijzondere dag voor ons. En ik kijk terug, hoe Jezus een Geschichte vertelt. Hij heeft manchmal in een Beispiel verteld, omdat we dat verstaan kan. En in Lukas vertelt hij de Geschichte van den verlorenen Zeen. Wat er terug naar huis komt. Hij vertelt van den Schubshoort. Wat er uit 99 Schub zijn al thuis, eind is nog niet gevangen. En hij gaat eruit en hij vindt dat eine Schub en hij brengt dat terug naar. En hij zegt dat in de hemel de vrije engel zich over een zondag, wat er zich bekeert dollar is over de 99 wat al gevangen zijn. En ik stel me zo ver dat van der is een grote vast im hemel. Er is een lange dash opgesteld, er is een deel eten en er wordt plus een deel aangaan van der im hemel, because de engel die vrij zich, we hebben een grote tolvast van der. En zo wie wel best God loven en prijzen en aanbeden voor wie hij is van der. En zo ik wil best vragen dat je opstaan en wel best ontdekken wie God is. En wie God is te die, te aan wel we zingen van der. Dat is niet dat deze team ons hier best aanleidt. Ze leiden ons aan, maar dat we weer in gemeenschap komen met God. En dat we weer best de goede tijd hebben aan loven, aan danken voor wie hij is. Aantreft alle eer, aantreft de eer voor al die wat hij heeft. Aangenomen van naar arm en er is zinde betoeld en er wordt zich tafelen arm, je hiet de eer van de Morgens. En zo waren we best ontdekt, waar we arm loven en prijs wel beben. Voor hem helemaal dankzij, dat we kunnen dienen met zijn dankzij dat u ons goed bent. We zingen te die, wenn we zijn die goed, we loven die en danken die in Jezus naam. Amen. Ik kan niet aan het
Wundervoll, wundervoll, dass wir die sind, wer Gott sagt, dass wir sind. Nicht die, was andere Menschen sein. Andere Menschen sagen, das hält nicht was an mit mir, oder wie viel zu sagen, oder wir sind mal so, und wir sind die schwach, oder was immer die alle sein. Aber wir sind die, wer Gott sagt, dass wir sind. Wir sind Gewinner, wir sind verjäft, und wir sind gerat, und wir sind sein Kind. Er nannt uns sein Kind, und er ist uns Gott. Und dafür werden wir uns danken. Vor dem Himmel, Dankeschön. Dankeschön für wer du sagst, dass wir sind. Dankeschön, dass wir dein Kind sind. Dankeschön, dass wir gerat sind. Dankeschön, dass du uns Gott bist. Help uns, dass wir das Wort bist, von der und noch alle können annehmen, wer du sagst, dass wir sind. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, ich kann euch Dull sagen. Ich kann in jeder einen Welcome hier. Mir freut, dass ihr in Lebenswasser sind. Hey, das ist gut, dass ihr in Lebenswasser sind. Welcome alle hier. Das Haus ist fein abgefällt. Mir freut es. Mir hat es scheint, dass ihr hier sind. Von der ist ein bisschen besonderer da. Ich sehe, dass ihr schon zum Anfang. Wir haben ein großes Tafels von der. Und das ist auch ganz 12-jährige Anniversary. 12 Jahre zurück fangen wir mal Lebenswasser an. Wir in der Gruppe, was der Top kam, wir werden mal eine Kirche anfangen. Wir haben about 5 Couples und wir treffen uns Top in der Living Room. Wir fangen eine Kirche an. Und das ist, wo wir sind von der. Und uns hat es gut, wo wir sind. Wir geben Gott alle Ehre für wo wir sind. Und am Tag alle Ehre. Und so ich freue mich, dass ihr hier sind von der zu diesem Tafels. Von der ist der geradste Tafels, was Lebenswasser hat gehabt. Wir waren ungefähr der halb Menschen nu in diesem ersten Service taufen. Und dann waren wir zum taufen in der zweiten Service. Und so, bisher gut, dass ihr hier sind. Ich freue mich auch für all die, die online sind, von weit auf. Dankeschön für mir ans Top sein von der in Lebenswasser. Welcome. Mich freut, dass ihr ein Internet angestellt und mit uns Top sein von der. Was bist du gute Zeit sein hier von der, so ist für Gott loben und am Preisen, am sein, wer er ist. Und so wir wollen anfangen mit der Botschaft. Pastor John, der wird die Botschaft haben von der. Und wenn er die Botschaft ist fertig hat, wollen wir anfangen mit den Testimonies. Ich will Luther ein bisschen mehr sein von dort. Die Zeit, was er hier sich reinmerkt für die Botschaft, wo ich bis einmal frage, dass ihr abstehen, ihr den Raum drehen und 2 Menschen begrüßen, dann wollen wir wieder gehen in den Service. Good morning. Freut mich, dass ihr hier seid. Haus ist voll, das geht uns schein. Ich habe vorhin gesagt, dass Predigen geht das scheinste, aber je gerade der Herr, je scheiner geht es. Und von der ist es so.
Auch da wird ein Livestream sind, wo immer ihr seid, ganz von Bolivien bis Kanada. Schickt uns wirklich mal Bilder, wenn die wo es Gruppentop kommen, dass wir mit weiten, wenn die teilen, die das Port von unserer Kirche. Und alle, was die hier von der sind, die sind von der auch Port von unserer Kirche. So, vielmal willkommen hier. Wenn wir hier in Lebenswasser Toffers haben, dann reden wir von Nieet Läwen. Und wir glauben, dass wir sind zu der Sinn gestorben, wir sind begraft und abgestoßen zu Nieet Läwen. Und das will ich wel ein bisschen von reden von dir. Aber ich will das von dir, das Bild nehmen in dem Alten Testament. Weet je, wir haben ein Bild im Alten Testament, was das weist, was wir von dir tun. Und ich glaube uns, dass das. Und so, wir wollen da ein bisschen von reden von dir. Das Alte Testament, dort hat Verten in, am Ende sei war ein Typ, eine Sort, ein Bild, ein Beispiel von was es wirklich ist in der jetzigen Welt. In der Geschichte von Israel, dort ist eine Geschichte, das ist meine Lieblingsgeschichte in der Bibel, und dort ist eine Geschichte, die uns weist von der Erlösung in Jesus Christus. Und so ich will Ihnen ganz kurz ein bisschen von dort wiesen von dir. Wenn wir über Lebenswasser reden von Taufen, dann sagen wir Glauben, Taufen und Wassen. Die sind bekannt mit dieser Wörter, die von Jünd, was hier zuhören. Und das ist, was wir glauben, was es nur redet, wenn es kommt, bei uns christliches Leben. Und so das erste ist Glauben. Wir fangen bei Glauben an. Und so ich will ein bisschen checken nur die Geschichte von Israel. Und dann will ich das in Neue Testament anbringen und dort ein bisschen vergleichen mit, was wir unter Jesus haben. Aber das sagt in 2. Mose 1, Vers 13 und 14, der Ägypter treiben die Israeliten zur Arbeit, aber wir können sagen zur Sklaverei, dass sie die quälten und das Leben besser machen. Und weet je, das ist ein Bild von Israel, sie werden in der Wüste, sie werden in Ägypten, sie werden durch Sklaven. Und sie können da nicht rüten. Das ist ein Bild von unserer Sklaverei und ihr Sinn. Weet je, wenn wir nicht Jesus haben, dann sind wir Sklaven zu Sinn. Wir sind Sklaven zu Tod. Die Bibel nennt uns jässlich Tod. Und jässlich Tod meint was von Gott getrennt. So, wenn wir reden von Sklaverei und ihr Sinn, da meint so viel, dass wir haben keine Verbundschaft mit Gott. Und das ist, wo jeder einer von uns anfängt. Und so wie man diese Verbundschaft zurückstellen, das ist, was Gott in uns Leben tut. Und so Israel, sie wären in Ägypten, sie wären Sklaven. Aber Gott hat ihnen viel was Besseres versprochen. Gott hat ihnen versprochen, in verheißenes Land, als zu Abraham und sie noch kommen. Aber sie hatten das noch nicht. Und das ist ein bisschen, was mit uns von der vielmal ist, dass wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Ewigkeit, wir haben ein ewiges Leben, aber wir haben das noch nicht. Das ist ein bisschen, was wir haben das und wir haben das nicht. Und mit uns ist das Versprechen, wir haben die Sicherheit, aber wir sind noch nicht dort. Und zu Israel wie in Ägypten und sie wären das Sklaven. Wenn wir in das Neue Testament gehen, dann sagt es, weißt ihr nicht, dass wenn die irgendwem Hand geben zu tun, dass die dann dem sie nicht Knecht oder Sklav sind, den die gehorchen. Entweder die Sinn, die zum Tod führt, oder Gehorsam, der zu der Gerechtigkeit, wird mit Gerechtigkeit belohnt. Und so, wenn du nicht Jesus kannst, das wäre das Beste. Tod in Sinn, getrennt von Gott, du bist ein Sklav zu Sinn, und du kannst nicht mal die anderen. Wir reden von, ich will mein Leben ändern, aber das ist really nicht möglich. Na, das ist möglich, und so wie dass du kannst ab hier mit dem Ding tun, oder du kannst das von Hand tragen, oder du kannst mal ein bisschen andere Dinge anwenden, dort ja. Aber du kannst die nicht mit Gott waren Verbundschaft sagen. Das ist ein Ding, was Gott für die hat. Und so Israel wie in Ägypten fast, aber Gott hat einen anderen Plan für ihn. Gott hat ihn zurückgewählt, zum ganz das zu sein. Und so ohne Christus, ohne Jesus, sind wir Sklaven zu sein. Ohne Jesus sind wir tot in Sinn. Ohne Jesus haben wir nicht mit Gott Verbundschaft. Das ist die ganze Idee, wohin Jesus muss kommen. Zum die Verbundschaft, die Bibel nennt das die Versöhnung. Dass wir uns mit Gott waren Freund merken, so zu sein. Und so wenn wir
en skloverie gewassen. En dat is wat we van jou wijzen met de toffe, die van jullie wat je toffen laten. Je wijzen met de toffe van jou voor God, voor de mensheid, voor jezelf, dat je bent uit deze skloverie uitgekomen door Jezus Christus. Dat is wat je wijzen. En wenn dat niet zo is in dein leven, dan word je bloos nood van jou. En dat we zeer klar houden, de toffe houdt niets aan, wanneer je niet wijst, dat u bent uit deze skloverie uitgekomen. So dit is waar we aanvangen. Aber weet je, wie kan vrij worden? Jezus heeft een ganz andere toekomst voor ons als dood en zin. En ik vertrouw de meeste van ons, wie kan dit nieuwe leven. Dat is waar we van nieuw leven reden. Wenn wir sind zurückgekommen in den Tod, wir sind zurückgekommen mit Sinn, wir sind zurückgekommen in ein rebellisches Leben und wir sind aus Ägypten zurückgetragen. Das ist really, was ich diese Botschaft genannt habe, von der, dass wir tragen aus Ägypten raus. Wir verloren unsere Sklaverei, wir verloren unser sinnliches Leben. Und so, in 2. Mose 2,23 sagt er, noch eine längere Zeit starb der König in Ägypten. Die Israeliten waren gequält, dass sie stehen und sie raubten nur halb. Und das ist really, wo das anfängt. Wenn du das erkennen kannst, du bist verloren und ihr Sinn, du bist getrennt von Gott, du bist tot in Sinn, das ist, wo das anfängt. Wir raubten nur Gott, wir raubten nur halb. Die Israeliten, sie schrien nur halb. Und Gott kam zu Moses und er sagt, ich habe ihr Geschrei gehört und ich sie gekommen, zu mir entraden. Some von ihnen kann das Geschrei. Vielleicht sei ihr noch nicht durchgefangen, aber innerlich schrie ihr nur halb. Innerlich wird ihr rührt von der Sklaverei. In Römer 10 sagt er, du hast keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, willst dieselbe Haar als Haar über alle. Er sagt, es ist recht genug, alle dort zu geben, nur was sie beten. Und dann der nächste Vers sagt, willst wer immer den Herrn sie nun anraubt, was soll ich werden? Und weißt du, wir merken, die Erlösung fährt so kämmerlich kompliziert. Und wir machen noch alle Hunde Dinge tun, alle Hunde, man sagt, das tun, dort haben, alle Jagd aufleihen sie wieder. Aber weißt du, die Radung ist bloß einfach der Glauben an Jesus Christus, dort anrauben wie Gott. Dat ik zie een zinde, ik zie verloren, ik zie een skloef, ik wil hieruit. En de Bijbel verspraakt die, dat du was geraad worden. En so, ik weet niet hoe du van jou bist, aber wenn du noch niemals hast wirklich uit dien Hort nur Gott geschrien, zoals de Israeliten in Sklaverei deuten, en weet je, zij werden door Fuß, zij worden verpitcht, zij moesten schwer schaffen, en zij schrien nur halb, en Gott hielt het. En so, dat is het beeld van de radung, dat God hielt ons schrien. En so, wanneer we naar God komen, en die van jullie, wat ik van jou taufen laten, wie vertrouwen, en die hebben ons gezegd, dat die hebben dit gedaan. Die hebben God aangeroopt, en God zegt, dan zij je geraad. Wanneer we hebben Jezus aangenomen. In 2. Mose 12 lezen, dat bloot aan jullie huizen, wat een teken zijn, waar je woont. Wanneer ik dat bloot zei, waar ik bij jullie voorbij gaan. Nou weet je, dat is een zeer interessante vers voor mij. Wenn het hier zo, dat God weet niet zo veel. En hij weet niet naar waar die alle wonen. En wanneer ze dat bloot worden aansmeren, dan wat het kan zijn waar ze wonen. En hij wordt er voorbij gaan. En dat is niet wat dit vers really meint. I mean, God is allwissend, hij is algegenwärtig. God, hij weet alles, hij kent alles. Hij weet waar hij woont en hij weet wat hij is. Hij weet jeder detail, jeder Buchstabe, jeder Punkt in dein Leben. En we hebben niet zo'n idee gekregen dat God weet niet ganz snel wo wir sind. En hij weet niet ganz snel wat in mijn leven is gegaan. Maar wat dit meint, is geloven. Wat hij really zegt, die Israëlieten, wenn die das Lamm worden schlachten, die worden het bloot nemen en die Hiesen aanschmeren, dan wou ik bij jullie voorbij gaan, wenn die hem geloven gehandeld en had het bloot aangesmeerd aan jullie deren. En weet je, dat is waar geloven aanvangt. Wir sind Sklaven ohne Sinn. Wir schrien nur Gott für Halb. Und dann hat Gott in Rot und er sagt, weißt du was? Ich habe mein Blut gegeben für deine Erlösung. Ich habe das Blut gegeben, du kostet so zu sein und dein Hort anschmieren und du hast ewiges Leben. Der Todesengel wird immer bei dir vorbeigehen. Du bist auf alle Ewigkeit gerad. Und so Israel muss das glauben. Sie mussten bloß einfach ein Lamm nehmen, was je glauben
ohne Worten gestaut. Und so, sie mussten das Lamm nehmen. Sie können nicht bloß in der Hüse sitzen und sagen, oh ja, wir glauben dort, was Gott uns da sieht. Oh, wir glauben dort, dass du mal in Jesus wäre. Wir glauben, dass Jesus ist gestorben, aber wir hatten noch never was mit tun. Das ist, wenn wir das glauben, dass ja, du hast das Lamm und Gott wird uns raten und wir wollen an der und schmieren, aber wir tun das nicht mehr. Wir haben das noch never angeschmiert. Und so Israel muss bloß einfach das Lamm nehmen, sie müssen das schlachten, sie müssen das Blut nehmen und sie müssen das anschmieren und wir bloß einfach in eine Tod glauben. Und dann sollten sie hängen die der. Ich wundere einmal, was sie dachten danach. Vielleicht haben sie doch noch ein bisschen geflattert zusammen von ihnen, weil sie wissen, dass Gott wird irgendwas tun in Ägypten, sie wissen nicht mehr was. Aber er sagt, was wir ihnen vorbeigehen und sie sollten da hängen die der mit dem Blut und wunderten gleich, was wird passieren. Aber weißt du, der Todesengel ging bei jeder der vorbei, was im Glauben hat, das Blut dann angeschmiert. Und so, wenn du von dir hier bist und du weißt, dass du bist ein Slow und ihr Sinn, du kannst nur Gott rauben im Glauben, du kannst zu sein, sein Blut, was er gegeben davon, den Hort, der anschmieren, und Gott wird die nie Mensch merken, und den gerecht ist für alle Ewigkeit vor dich. Aber meinst du, das gerecht aus die seilig warst oder nicht? Hebräer 9, Vers 12. Er ist auch nicht mit Blut von Kosen oder Kalbe und das Allerheiligste hingegangen. Er ging mit seinem einen Blut ein und für alle Mal in das Allerheiligste nennen und hat seine ewige Erlösung verschafft. Weißt du, der Schreiber redet hier von einem Tempel im Himmel. In Jesus Christus, dass er gestorben ist, dann ist er in den Himmel gegangen mit seinem einen Blut. Und er hat eine ewige Erlösung geschafft für dich. Und du kannst von der Sicherheit haben, dass wenn du das Blut Jesu Christi annimmst, du hast nur Jesus geraubt, du hast ihn angeraubt, er hat dich gerat, er hat den Sinn vergeben, er hat den der sozusagen mit Blut beschmiert und dort Blut bleibt er für alle Ewigkeit für deine Erlösung. Einmal für alle Mal eine ewige Erlösung. Aber weißt du, das braucht Glauben. Wie man den Glauben annehmen? Wenn wir haben von der nicht ein Lohn zum Schlachten. Israel, sie hatten ein Lohn zum Schlachten und das, was sie deuten. Aber das, was wir machen glauben, dass Jesus Christus, sein Blut, steht im Himmel für alle Ewigkeit, ja in deinen Sinn. Rein jeder Sinn. Whatever you tun hast, er von der das, er ever wascht tun. Das ist alle betont und das Blut steht dort. Und das hat zu tun mit dem Glauben. Das wollen wir bei Glauben anfangen. So wie sein Glauben. Der nächste ist Taufen. Den 2. Mose sagt, die Israeliten gingen auf 3 Grund durch das Meer. Und da wir eine Wand von Wasser und jeder sieht von ihnen. Und weißt du, das ist mir ein sehr interessantes Bild, wann wir denken, dass Israel, sie werden in Ägypten gefangen, Gott schickt Moses, sie schmerzen das Blut an der nun, und dort brachte es dazu, dass sie da rübergingen. Und weißt du, wo Gott in das nächste Hand lädt? Nun Wasser. Und weißt du, das Meer bedient eine Trennung von Gott. Eine Trennung von Ägypten. Das Meer bedient, dass wir haben unsere Sklaverei in Ägypten verloren. Und als sie durch das Meer gingen, hängen kam das Meer war taub, dass wir so, sie werden gestorben zu Ägypten. Sie werden da rübergetroffen. Sie werden da wachgegangen. Und das, was in der Bibel sagt, dass wir müssen sterben zu Sinn. Du musst mal einmal aus Ägypten rübertragen. Und das, was wir wissen mit der Taufe, dass wir sind aus Ägypten rübergetragen. In 1. Korinther 10 sagt es, alle sind sie unter Moses in der Wald im Meer gedeutet worden. Und weißt du, Paulus schrift hier von den Israeliten im Alten Bund. Und sie werden in Moses sozusagen getauft. Na, das meint so viel, sie haben sich mit Moses identifiziert. Ein Schreiber sagt, dass sie werden in ihrer Wald, das meint so viel, sie werden mit Gott identifiziert, oder sie werden mit Gott taubgebunden, und dort mehr bedient, dass sie werden von ihr Sklavenleben getrennt. Und das wird wir von der wiesen. Die von jünt wird sich taufen lassen, die sagen, von der zu Gott, zu der Versammlung, zu der Welt, zu jünt selbst, dass die sind gestorben, die haben Glauben, die haben Jesus im Glauben angenommen, und die sind aus Ägypten rausgegangen. Und wenn die Leute am Wasser nennen gehen und ungedrückt worden und verkommen, das ist ein Bild von Sterben, Begriff sein und Abstehen zu Nieet leben. Und das wird gewiesen von der, zu der Welt, zu uns selbst. Und ich wünsche so sehr, dass wir so in den leben. Because wenn es nicht ist, und wir haben euch glauben, wir sind euch in Ägypten rausgetragen, dann wirst du Not von dir.
Das wird der Rat die nicht. Das ist ein Symbol, das ist ein Teken von was passiert ist in dein Leben. Und welche Gott rat Israel nicht, dass sie wieder sollen in Ägypten leben. Er rat und dann führt er zurück. Und Gott führt uns zurück, aus Sinn. Und Reimer sagt, was soll wir denn sein? Soll wir beim Sinn bleiben? Na weet je, Paulus hat groß verder gesagt, dass wo der Sinn gratis ist genug noch viel gratis. Und dann weiß er, was die Menschen dann fragen. Okay, wenn wir mit genug gerat sind, dann können wir so leben, als wir wollen. Das ist korrekt, was wir von denen haben fragen. Und Paulus sagt, nee, niemals. Auf keinen Weg, sagt er, soll wir wieder in Ägypten leben. Gott hat die Rückgerat, Gott hat die Sinnen vergeben, er hat die Rückgeführt in Ägypten. Weil wir doch nicht für drei Hand tragen, weil wir doch nicht beim Leben. Auf keinen Weg. Wo soll wir, die für den Sinn tot sind, da wieder beim Leben? Und so dass die Frau, was Paulus fragt, so du sagst von dir, du bist der Sinn gestorben. Dann werden wir da rücktragen. Weil wir für Gott leben, weil wir Sinn hängen anschluten mit Gott seine Kraft und weil wir in Ägypten rücktragen. Aber weiß ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus gedeupt sind, in sein Tod nicht gedeupt sind. Und weet je, wir sind in Jesus, mit Jesus Tod identifiziert in sein Tod, sein Begrafnis und seine Auferstehung. Und so die Bibel, der redet auch immer den Weg von. Wir werden durch den Deupen mit einem Tod im Tod begraben, dass so als Christus durch den Bruder seiner Herrlichkeit könnt von dort abgewagt worden, wir können in ein Nieet Leben wandeln. Und weet je, das ist der ganze Punkt. Du hast Glauben an Jesus Christus, du bist gerat durch das Blut Jesu Christi und nu verlangt Gott von uns und er hält uns, dass wir in Ägypten rücktragen. Und weet je, er wird das Wunder spielen, er wird die böse Macht überwinden, so es in Ägypten deed. Und das ist ein Bild von wo Gott von striden hat. In Titus 3 sagt es, wie wir, moet je dort, wie wir, zu einer Zeit selbst unvernünftig, ungehorsam, verehrt und verschiedene Lust und Vergnügen versklavt. Hier ist das Wort wahrer. Wie wir Sklaven. Moet je dort Wort, das ist wo wir, aber wir sind doch nicht mehr. Wir sind da rückgetroffen. Und wenn er nicht bist, dann warst du von der bloß Not. Da will ich so klar mehr und sagen kann, dass das Wort errat dich nicht. Wenn du nicht Jesus im Glauben hast angenommen und du wirst in Ägypten rückgetroffen, dann das halt dich nicht, du warst Not, okay? Und so das ist sehr wichtig. Aber das ist ein Symbol von, dass das passiert ist in uns Leben. Aber als uns freundliche Gott und Heiland von Tag kommt, wo Gott uns Menschen wie Rat uns, dass wir nicht, dass wir Gerechtigkeitsworten abzuweisen haben, dass wir uns sehen, nicht mitleiden. Wir werden dadurch nie geboren, dass uns wasch und durch den Heiligen Geist nie Leben gibt. Und wir reden von nie Leben. Und weißt du, wenn wir in Glauben sind, nach Jesus gekommen, dann haben wir die vergeben, haben die angenommen, haben die in Ägypten rückgeführt. Das sind nicht deine Worte, das ist nicht, wenn du und Männer nicht besser, wenn du reich angetragen bist, oder wenn du alle Dinge reich getan hast, das ist Gott seine Gnade. Das ist der Heilige Geist, was die nie Leben gibt. Und so wir reden von Glauben, von Taufen und von Wasser. In 2. Mose, und den ersten Tag von der 3. Monat, nachdem sie in Ägypten verloren haben, kamen die Israeliten in die Sinai-Wildnis an. Na weet je, das ist eine lange Geschichte, ich wollte von der nicht vertellen, aber hier um Berg Sinai, da lehrt Gott Israel, wer er ist, was er von seinem Volk verlangt. Er hat das gesagt, er lehrt, wo sie leben sollen. Und das wollen wir sein, wir wurden in Ägypten erstmal waren geboren, dann hatten wir durch das Rote Meer von Ägypten weg, und dann um Berg Sinai, wo wir gelehrt wurden. Das wollen wir sein, Glauben, Taufen, Wasser. In Matthäus haben wir sehr bekannte Vers, dann geht in die Felder von der Welt und merkt dann die Lehrlinge, aber wir können sein Glauben, bringt es zum Glauben. Dann wird die Lehrlinge jetzt deuten, aber das fängt bei Glauben an. Und so merkt die Lehrlinge, er bringt es zum Glauben und deutet an in den Namen von den Führer, von den Sehnen, von den Heiligen Geist und so durch die Doop, lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe, das wo Wasser ankommt. Und weet je, wir leben hier in unserer Kirche von Glauben, Taufen, Wasser. Und so das ist wichtig, dass ihr das klar habt. In Kolosser 3 sagt er, ihr habt ein oudet Eck mit einer bösen Natur und Worten aufgelegt. Und so der meint, wir sind in Ägypten rückgetroffen. Wir sind gestorben zu sein, wir sind wir leben nicht in Christus und sie sind rückgetroffen. Und die haben eine neue Natur angenommen, die immer dem liegend, die ihr gemerkt habt. Und weet je, das ist das Ziel von all die von jünt, was ich von der Taufen lassen, alle von uns, was hier sind. Gott sein Ziel ist,
immer da, Jesus lignen. Und dort sind Wossen. Wir waren niemals am lignen, aber wir sind nie geworden. Unsere alte Natur ist gestorben, wir haben eine neue Natur in Christus gekriegt. Und so von der, wenn die in Wut gehen, dort meint so viel, die verloren die Welt, die waren ungedacht, gestorben, die waren begraben und die stehen ab, zu Nieet leben. Das wird die sagen, zu Gott, zu der Menschheit, zu uns selbst von der. Und ich wünsche, dass wir so. Aber was wir glauben, taufen, wissen. Und so will ich uns merken, das ist ein sehr Frauentag für uns von der. Wenn die sagen, von der, wir haben eine dadurch Person, was ich von der taufen lassen. Und alle von uns sagen, dass wir sind weitergeboren, wir haben Ägypten verloren, wir sind in Burg Sinai gegangen, oder wir gehen in Burg Sinai, wo wir wieder im Leben wollen lernen, wer wir sind, wo wir für Gott leben, wer Gott ist. Und das ist ein Bild, was wir im Alten Testament haben, das ist ein Bild, was wir im Neuen Testament haben. Gott will uns raten, aber er fragt uns zurück und er verlangt von uns, dass wir Ägypten verloren. In Ägypten verloren meint, dass wir gehen in das sämtliche System von dieser Welt durch. Wir wollen immer beim Leben, wir wollen immer mit dort kämpfen durch uns Leben, wir sind niemals vollkommen. Aber Gott hat die nie gemerkt, Gott hat die vergeben, weil wir dabei leben. Amen. Weil wir zu beten. Vater im Himmel, Dankeschön, für dass du uns hast geraten durch das Blut Jesu Christi. Dankeschön, dass du hast das mehr aufgemerkt für uns, dass wir können weggehen von Ägypten. Und Dankeschön, dass du uns den Wort gegeben hast, du hast uns Lehrer gegeben. Und du wirst uns lehren, wer du bist und wo wir leben können. Und ich gebe dir die alle ihr für all das, was wir uns taufen von dir. Herr, du kannst ja hart, du weißt, wo du in der Hart sitzt. Und ich bete, dass du wirklich nie Geburt sein, in der Ägypten verloren, in Nieet leben, für deine Verherrlichung. In Jesus' Namen. Amen. Das nächste war die Zeugnisse hier von all das, was sich Leute taufen. Da wird ein Kartenzeugnis sein, vielleicht war es ein Name sein, Kleinplätzchen sein, was in ihr Leben angeht, was ganz kort sein. Aber wir als Pastors, wir haben mit ihnen geredet, wir haben Zeit gespendet mit ihnen. Einer von uns hat mit ihnen geredet, eine gute Zeit gehabt, und keine gelehrt. Und so wir haben all gute Zeit gehabt, dass sie die Zeugnisse zu uns verteilen, wir wollen sie zu ihnen auch verteilen, ganz kort. Nur die Zeugnisse, da war 14 gehen in den Tank, wo wir anfangen zu taufen. Und was einer von unseren Pastors, was in den Tank sind, und da war auch die Geschwister, vielleicht der Dad oder der Bruder oder wer immer das ist, somebody von der Familie, was auch im Tank sind, kann auch halten, wenn wir ihn taufen tun. Aber bis ihr weißt, ein von unseren Pastors, was die im Tank sind. Und so, wenn wir ihn taufen tun, wir taufen ihn in den Namen von den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und die Mikes, die waren nicht ansehen, da war er nicht hier, vielleicht und nicht hier, wo ihr saßen. Aber wisst ihr, ihr weiten, was der Pastor today sagt, was da im Tank sind. Und bloß, dass die keine Leute sind, eben dort, weil wir uns bis mit freien mit ihnen, wenn sie ihre Geschichte vertellen und wenn sie sich taufen lassen. Hello, my name is David Lefkeman, and I just want to say that God listens, He answers. All we need to do is learn how to listen. I believe, and this is my step in faith. Thank you. Hej, mit navn er Jimmy Dweck. Jeg siger godt dankbar, at han sin zehn geschenkt har fået for mine sønner til store, og at han mig forgivet har. Jeg siger dankbar, at han mig getragen har, at jeg kan annehmen som min persönlicher Heiland, og at jeg kan en personal relationship have med ham. Jeg vil mig von der tafel laten, op min glaube, als min nächste stelt in min Christenleven. Römer 10, Vers 10 sagt, wer von Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit Mühe betjant, wird selig. Ich will wieder was in Jesu Feldstaben aufhalten. Dankeschön. Ja, good morning. Ja, ich habe mich dann bei mir getauft. Ich habe namens Loten Wutter Ehrbarkeiten. Du hast das actuell getauft sein, aber ich bin nicht getauft. Genau, da bloß Wutter Ehrbarkeiten im Tom des Ehe. Und ja, weil ich mich getauft habe, dann in Jesus Namen. Dankeschön. Ja, mijn naam is Jerry Freud en
Ik wil een klein beetje van mijn leven vertellen. En was ik weet niet hoeveel jaar ik weer en voor ik maar met een jongetje met een camp. En dan bekeer ik me mal. Maar dan loopt in de school, dan kom ik voor de tien en schmaar ik dort alle weg. En dan lees ik stort om Jezus. Nee, ik dacht, ik wil zelfs groot. Ik wil zelfs goed leven, dus ik kan. En kalk jaren stort geleefd. En dat schoof dat ik heel fan, was van die schwere tijden kwam, dan schoof dat niet fan. En dan hoorde ik, dan kwam een encuentro de hombres ab, wo ik dacht, ik wil nog maar een dag metfahren, maar dat wil nog weer af zijn. En die weer veel hoorde wat anders wat ik gedacht had. En voor ik toen met, en weer in de zaal van de boodschap, die reed me zeer aan. En ik ging uit naar Fern, en während ik naar Fern ging, werd ik aan, wanneer ik best wel een beter leven had, dan wil ik niet hulp krijgen. Ik wil maken, vraag Jezus mijn hart aan krijgen, dat ik wil ganz mijn leven ändern en voor hem leven. Dan wil ik hulp krijgen. En dat was ik ook daar. En dan later dan komt hier ab, dat die wat tof zijn. En mijn janker had, maar ergens wel, ik kreeg me niet door. Maar ik den een vers lese in de Bibel, dat wir in Matthäus 3:16, wo Jesus sich laat taufen. Da gaf mir sehr viel Mut und ich dachte, wenn Jesus sich taufen lässt, dann würde ich mich auch taufen lassen. Und dazu werde ich mich hier von der Welt taufen lassen, dass ich kann am Glauben getauft sein. Dankeschön. Ja, good morning. Mijn naam is Amanda en ik ben zo dankbaar dat ik hier kom van der Zene. Ik neem Jezus aan in mijn hart en stel trei, maar ik blijf niet dabei. Du kommer schwere tiden mang en ik val af van. Aber een stel trei, dan draai ik me frisch naar Jezus en heb me van veel wat hij losgemaakt, wat ik verlang met jou hoor. En hij zegt, hij wil met ons zijn, wie immer we gaan even, wanneer we daar zware tijden gaan. Ik dacht aan ik kan alles alleen me veel kan maken, ik kan wat zeggen van mij, wat weer. Maar dat is niet zo, ik weet dat en ik kan het niet. Zo ik draai me naar God en hij heeft me geholpen. Ik ben zo dankbaar daarvoor. En ik wil me ook van der toverlute als een bewijs, ik wil sterker worden zijn Jezus Christus. En Jesaja 43, Vers 2 sagt, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Matthäus 28, 20. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Dankeschön. Good morning, mijn naam is David Thiessen en ik draai waar ik juist mijn persoonlijke Herr en Heiland en ik ben van jou mijn Glauben getroffen lopen. Dankeschön. Guten Morgen, mein Name ist Elisabeth Löwen. Ich habe mich vor einigen Jahren bekehrt und Jesus mein Leben gegeben. Und ich habe den Wunsch, mich heute taufen zu lassen, weil es ein Gehorsamschritt ist und das zeigen soll, dass ich mit Jesus gehe und dass er in meinem Leben an erster Stelle ist. Mein Verlangen ist, weiter eine enge Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihm zu dienen. Ich bin Gott ganz besonders dankbar, dass er mir Menschen gegeben hat, die mir begleitet und beigestanden haben, sowie meine Familie und Freunde. Jetzt möchte ich noch einen Vers lesen, der steht in 1. Johannes 5, Vers 20. Und wir wissen, der Sohn Gottes ist zu uns gekommen, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Nun sind wir eng mit dem wahren Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Mijn naam is Ernie Rampel en ik wil vanuit hem bewijs dat ik in geloven zijn op Jezus Christus in naam laten taufen. Dankeschön.
Hej, min navn Sarah Wieb. Jeg vil med om gloven om Jesus Kristus luten hoffen. Ved jeg var 3,5 år trænet om at Jesus on, og jeg havde mig en tvivl, og jeg virkelig ret ved. Jeg gik en svare tid durch, wegen jeg en tvivl leven deed, en drejede mig weg van God. Og God redde til mig, en har juist mig de frihed in Christus. Jeg har min hart frisch opgemerkt for Jesus. Jeg har kunt min tvivl opstaan. Jeg vertrouw dat wat Jesus heeft voor mij gedaan. Hij is voor mij gestorven en heeft meine Sünden betont. Mein Verlangen ist, wieder für Jesus zu leben und geistlich zu wachsen. Dankeschön. Hej, min navn Shane Wieb, en jeg er van de universiteit om Läwen geweest, op een plaats te was wat je weer. Toen werd ik mij te zon gekregen, dat ik niet ruim werd te tofen, en op den Läwen werd ik mij vrienden doen tofen. Dankeschön. Guten Morgen, mein Name ist Adela Rempel. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo man uns Geschichten aus der Bibel erzählt hat und mit uns zusammen gebetet. Da war aber ein Punkt in meinem Leben, wo ich wenig Gemeinschaft mit Gott hatte, und trotzdem hat er mir seine Gnade und Liebe immer wieder bewiesen, wofür ich dankbar bin. Es sind schon über 3 Jahre, seit ich Jesus mein Leben gab. Mein Verlangen ist, ihm weiter treu zu dienen. Eins meiner Lieblingsverse ist Epheser 2, Vers 8. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr in Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Ich möchte Timmy, meiner Familie und Freunde für die Unterstützung danken, die sie mir ständig gezeigt haben. Weil ich weiß, dass Jesus auch für meine Sünden am Kreuz starb und er auch mein persönlicher Heiland ist, werde ich mich heute auf meinen Glauben taufen. Good morning, everyone. Mijn naam is Juan Dartse. Dat is een beetje een jaar 3 waar ik Jezus aannam. Maar ik blijf zwak in geloof en ik dat niet lezen is. Ik leer niet bij dat kennen. Maar dat is een paar maanden 3 waar ik anfangen de Bibel te lezen, door ik hem werkelijk kennen leert. Dat is waar ik me vandaag aan mijn geloof toevoeg. Dankzij. Good morning. Mijn naam is Jolana Martins. Ik ben hier vandaag omdat Jezus voor mijn zinnen starf en ik vrij zie door Jezus. Ik wil mijn toeven lopen doorop, dat ik weet ik ben geraad in Jezus. Ik moest mijn persoonlijke haar in Heiland ongenomen, moest mijn raden en ik wil hem volgen zolang ik leven wil. Morgen Sola, mijn naam is Pancho Derksen. Ik heb een grote verder van te zijn voor $1 als een bewijs dat ik wel wosten in mijn geloof. Verder wil ik merken. Ik heb Luther dollar geleerd. Waren verken manchmal einer der schwierige tijden gaan dat. En ik geloof verken dat einer is alleen en du hast vielleicht nicht Gott, dat der laat am Tag. Maar er is gleich andere weg. Dat is einer, wat den Tag loten dat. En deze Tag zal van hem bewijs zijn. Dat ik wel stark blijven in geloven. En ja, in den zin nu wosten. Dankeschön. Good morning, mijn naam is Sabrina en ik wil me van jou toeven loten als een bewijs dat ik Jezus aan mijn raden heb aangenomen. Thank you. Hello, my name is Jessica Cornelson. I'm getting baptized today as a sign that I'm a follower of Jesus Christ. Hi, mijn naam is Alex Teichrup. Ik was op een christelijk heim waar onze ouderen ons iedere dag de weg van Jezus leren. En ik zie zo dankbaar ervoor. Aber weil ich in der Schule war, ich mit meinen Freunden, weil ich mich fertig ist, wenn ich nicht angenommen war. Und ich hatte so einen schlechten Selbstwert. Ich habe 11 Jahre, als ich mein Leben zu Christus gab. Und von da wieder kriege ich einen frischen Gedanken über meine Freunde und meine Familie. Da kamen fertig noch schwere Zeiten, wo ich nicht sicher wusste, dass ich gerade war. Und so eine Dinge ist dort. Met de hulp van mijn familie en ook mijn vriend kreeg ik den geloof waar dat rij.
So, von der will ich mich auf den Glauben von Jesus Christus taufen lassen. Dankeschön. Good morning, hola. Mi nome is Äjipten. Ik ben 22 jaar oud en ik wil je een beetje van mijn leven met mijn ouderen wandelen. Dat past voor mij. Ik ben een christelijk heim opgewassen en ik kan van klein op ook niet goed. En ik ben als kind had ik zware tijden daar gegaan, maar dat zag de andere keer aan zich te rammen, dus ik dat dan niet kan. Mijn vrienden hadden mij wel aangelaten Zeugnis stellen. Dann hatte sie ein Zeugnis durch. Woher hat Jesus angenommen? Vielleicht eine Ferne, aber ich wüsste nicht, wovon die Menschen denken. Ich habe ihnen einen Freund nach Hause gesagt, wo bist du fern? Du bist ein Dank, was die Menschen denken. Das ist für die allein. Das ist zwischen dir und Gott. Und dann werden die beten. Und dann fühlen die, wo falls die noch kann ich noch nicht anbringen. Dann werden die frisch. Dann fühlen die Ware, aber falls die dann kann ich das folgen bei Gott, sehen die es mit mir. Dann ist Luther, vor der Zeit, dass ich mein Heiland hat angenommen, aber dann hat ich einen, wo ich mich knapp verloren. Im Sehen Heiler jetzt, weil ich mir auf dem Beweis, weil ich mich hoffen nicht habe, was die Menschen wollen. Kijk, daar heb ik zo heen getauft. Tot vandaar wil ik nog zeggen, weil ich für Gott sie nicht ihrem, dass ich die Welt kon, weil ich kaum mehr Menschen gewähnt für Jesus. Good morning, hola. Du raps mig åt grovt. Du raps mig åt mine sjå. Jag säger åt Ole Aspengo. Åt nye Asjeko. Du har appenstund om skroft. Jag kan leva där med Jesus. Har du Jesusans frihet. Mich Maja gebunden sind dem Distren. Jag lever in dina Läwen Scheinheit. Har du Jesusans frihet. Jag ser med härlighet geklädd. Din helga gäste lyften mig. Den förgångenhet hast du betrott. Då nye Asien. Du har appenstundens kraft. Jag kan leva där med Jesus. Har du Jesusans frihet. Nicht Maja gebunden sind dem Distren. Jag lever in dina Läwen Scheinheit. Har du Jesusans frihet. Frihet. Har du Jesusans frihet. Du Jesusans der frihet. Mit jeden sind weich. Frihet. Har du Jesusans frihet. Du Jesusans der frihet. Halleluja. Frihet. Har du Jesusans frihet. Du Jesusans der frihet. Mit jeden sind weich. Frihet. Har du Jesusans frihet. Du Jesusans der frihet. Halleluja.
best for me, best me, yeah, me. I see that is I sexy. It's a veiled von Jerusalem. I see that is I sexy. The best for me, best me, yeah, me. I see that is I sexy. I see that is I sexy. I see that is I sexy. Wow, es soll nicht bloß wundervoll zu sein, Leben wird verändert sein und sich Leute taufen. Das ist ein sehr besonderer Tag für uns und das sei Gott, dass ihr könnt mit uns taub sein hier von dir. Wir sind noch nicht durch. Ich sehe, hier steht, das ist ein besonderer Tag für Lebenswasser und so Lebenswasser ist 12 Jahre alt von dir. 12 Jahre trägt fangen wir mal die Kirche an, so dass uns Anniversary von dir. Wir wollen ein klein bisschen was special tun. Und so, was ich bis an Dach ist, manchmal dann gut trägen, wie sein, das und das Lied, die wir hier ganz zum Anfang, ist die Kirche anfangen. Aber das handelt sich nicht um das Lied, was das mal angefangen, das handelt sich um uns alle taub. Wo wir sind angekommen, wo Gott uns gelehrt hat. Und das ist nicht, dass uns Menschen, die gerade treffen, je bis von der Gott, der ihr, was er hat getan, an Lebenswasser. Und wenn ihr hier tüß seid und ihr seid hier vielleicht den letzten Monat angekommen, oder die letzten 2 Monate, ihr seid hier nie, das kriegt so sehr für euch auch, weil bis alle taub, das ist ein Tag 4 und ein bisschen trägkicken. So Pastor Benny, der wird in ein Video hier reden, er wird ein Clip verteilt von wo wir gekommen sind, Clip wo wir hingehen, ihr habt ein Clip eine Idee, was in der Kirche angeht. Und dann nur den Video, dann wird ein Nieet Lied gespielt. Das ist das Lied, was das letzte Nieet Lied, was die Lebenswasseranbetung abgeschnitten hat.
En so ons hier op een schijn van jou dat we dat kunnen losloten. Je zijn de eerste wat dat war hier van Mari wieder, wat dat alweer op onze channels zijn, op YouTube en onze app en zo wieder. Maar je zijn de eerste wat dat light war hier. So nur den video van Pastor Benny, wat dat Nieet light gespeeld war. So kijk plus naar de screen. Hi Lebenswasser, dit is Pastor Benny hier. Vandaag is een zeer bijzondere dag, hier is dit zo bij Lebenswasser. We gaan ons 12e anniversario hier vandaag. 2007, de 7e oktober, hadden we het eerste Mal hier is dit zo in dit gebied kerk om zondag te morgens. En we waren eigenlijk wel 50 mensen wat het opkwam en de helft van dat weer met helpen. En zo vandaar gingen we weer en vandaag zijn we 12 jaar later in de kerk van over 1000 mensen met 325 met helpen. De vision wat Pastor Steve dan kreeg van God weer de plotisch redende welt te erreiken voor Jezus. En wo we dat gaan kunnen doen, op zoveel verschillende wijzen als daar de methelpen. En zo vandaar wil ik een grote dankzij zeggen te al jullie methelpen. Ohne jullie wordt het niet zijn mogelijk geweest deze vision uit te leven zoals we gaan over de laatste 12 jaar. Zo veel dankzij voor dat je gaan zo zijn metgeholpen. Want hier is dit zo bij Lebenswasser zeggen we zijn methelpen, niet metvoerder. We gaan alle goede goed zum Gott dienen. En dat hebben we gezien aan jullie. Die gaan jullie mij opgerold en die gaan geschaft. Die gaan die geeft met jullie goven, met jullie talenten en met jullie geld. Tim dit werk mogelijk maken. God heeft wonderbaar gevierd, grote dingen gedaan door de laatste 12 jaar. Waar we dankbaar voor zijn dat we gaan kunnen een gelegenheid hebben met jullie hulp en part zijn van het goede werk wat God gedaan heeft en de plotisch redende wereld. So een van de zeer wichtige dingen wat Pastor Steve om hart legt, dat we mensen leren en leven die aanbidding te God. So am Anfang, als we aanvangen dat we bloß hij in zijn Tour met een andere persoon taub wordt de leiding nemen aan deze aanbiddingsteam. Over de jaren, over de laatste 12 jaar heeft deze team zeer gewassen en we hebben nu over 40 mensen wat er deelnemen doen aan de goede brokken, om God loven prijzen en om andere mensen aanleiden aan deze aanbidding te God. En nog een ding wat ze doen gaan is, ze nemen leider van andere sprekers, ze verzaden die op plotisch en dan doen ze de opschnaken en schikken de uit naar de wereld dat de alle kunnen brokken om God aanbidden en God loven en prijzen. So over de tijd en deze video's worden over 250.000 mal gekeken. Die wordt gebruikt op eventos om God loven en prijzen. Die wordt gebruikt aan kerken om mensen leiden aan aanbidding te God. En zoveel dankzij een team dat die hebben tijd genomen en veilig geweest zijn, jullie talenten op dit weg gebruiken om God loven en prijzen. Dankzij. Nog een ding wat we hier steeds op de Lebenswasser zijn is, we zijn gemerkt voor Gemeinschaft. Gott heeft ons vrienden met wem we toch wonen. En zo we hebben hier teams, zoals de ushers, de greeters, de janitors, de infodesk en ook de koffieteam, wat hier tijdens morgens aankomen en merken dat ze steeds rijden, dat mensen zich hier steeds welkom voelen, ongenomen voelen hoe ze kunnen met vrienden taub komen zich om zich erbuien. Zo over de jaren hebben deze teams alle zeer gewassen. Zum Beispiel de koffieteam, dat fängt aan 12 jaar terug met 2 mensen en ze zijn nu aan de 17. En zo in ergste zondag worden ze even 600 kuffel koffie weggeven, wat er zou helpen dat mensen zich welkom voelen, ongenomen voelen en dat ze hier kunnen Gemeinschaft bouwen met een ander. Zo zeer veel dankzij teams voor dat die zoveel aanstrengingen aandoen om Lebenswasser in de stad merken waar mensen zich welkom voelen. Nog een ding wat we hier steeds op Lebenswasser zeggen is, we zijn een kerk voor families. Dat je een vrijheid God dienen met mensen die we leven. En zo we hebben kinderkerk alle zondags morgens während der aandag hier steeds aan de kerk verjaart. En om dat buiten gewöhnlich goed doen, brauchen we 40 mensen wat om met helpen doen alle zondag om kinderkerk op zo'n weg doen dat de kinderen welend zijn en dat ze van Jezus leren van een jongen alle aan. Zo veel dankzij een team dat je op zo'n bijzondere weg God dienen doen en dat je de kinderkerk mogelijk merken op deze weg. Dankzij. Nog een ding wat we hier steeds op de Lebenswasser hebben is de tech teams daarboven, de sonido, de lichter, de computer, de traductie. Zij spelen een grote rol dat de Gottesdeenst hier fijn overhand, dat we kunnen onversteerd zetten en God zijn woord aanhouden. Dus ook de livestream team, dat wat zich kamer aan die video's merken wat we uitchecken op Facebook en YouTube. Over het laatste jaar hebben deze teams alle taub dat mogelijk gemerkt, dat 1,1 miljoen mensen kunnen deze video's kijken en gezien geworden zijn door daar. Zoveel dankzij voor al jullie aanstrengingen wat je merken. En dit mogelijk merken, because hier is dit zo bij Lebenswasser zijn, wie worden de wereld voor Jezus gewinnen. Jezus is de hoofding voor deze wereld. Zoals die van der je zijn hand, de mensen wat zich hier dit zo tofen leiden, dort zijn levens veranderd op eeuwig.
Wir zijn hier bij Lebenswasser, dat we willen de hel laden merken en Himmel voller merken. So we willen dus dankzij zijn te al die 325 methelpen, wat door jaren die Gove braucht, om dit mogelijk merken. So vielmal dankzij voor dit bijzondere werk van Lebenswasser Team deinen. Het nächste will wir Ihnen den letzten Anbetungsvideo wiesen, was wir an diesem Werk aufgestellt. Gott segne Ihnen. Ik blijf die hart op die Gnade ist verloten. Al meine Deel auf deine Hand behouden. Van dem Moment van ik opwacht, wat ik me doe, waar ik zing van de schijnheid van God. In constant leven weer stil terug. Shine head from God.
Fall von der Scheinheit zu singen, von der Scheinheit zu hören. Wir wollen den Service hier nicht merken. Aber ich würde bis gleich, wenn wir einmal ein klein bisschen still waren für Gott, krieg wo du bist, wer bis unsere Ehe zu merken, ein klein bisschen still waren für Gott. Dieser Moment, der ist für dich. Und was wir würde gleich zu tun ist, ich würde gleich mit YouTube zu beten, wenn hier somebody auf einmal ist, und sage ich, man, das hat mir so gut gelohnt, die Menschen, die ihr Leben angeändert haben, Jesus angenommen. Und du sagst vielleicht, ich habe das noch niemals getan, ich würde das gleich tun. Ich will auch mein Leben andere kriegen von dir, ich will Jesus annehmen von dir, dann will wir die Gelegenheit geben. So, ich würde bis Frauen alle Ehe tun, weil wir ein klein bisschen still waren für Gott. Und wir bis hart, was sagt der Heilige Geist zu dir? Was sagt er zu dir? Der Heilige Geist, der redet. Und wenn du hier bist, du hast ja nicht Jesus angenommen, ich will beten. Und ich würde bloß fragen, dass ihr alle Leute mitbeten. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe das noch niemals getan. Von der aus deine Zeit, wie war das mit dir top down? Even wenn du all hast Jesus angenommen, wenn du von dir bist, bet bloß mit mir mit, dass nicht wer braucht allein beten, dann kann das, was du Jesus annehmen, kriegt das von dir down. So, das ist eine freie, offene Zeit für dich, lass das nicht vorbeigehen. So, ich will beten und dann bet bloß mit mir mit. Vor dem Himmel, ich danke dir, dass du mir gut bist. Jesus, ich danke dir, dass du meine Sünde alle betont hast. Ich nehme dich von dir an. Ich danke dir, dass du mein Lehrer bist. Und dass du mein Leben ganz nie merkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hey, wenn du hier bist und du hast das Gebet, wie wir gleich, wenn wir von dir hier, wir wollen halten, dass du kannst wieder waschen, die nächste Stopp rücksehen, dass du die wirst taufen lassen, dann dass du wirst waschen. Und so, wenn du von weit auf bist und du hast das Gebet, lass uns weiter, sei wer du bist, und dann wollen wir die halten, dass du kannst wieder waschen und kennenlernen, wer Gott ist in deinem Leben. Die Ushers, die waren in der Fähre gekommen, sie waren die armste Längschecken, wo jeder einer geben kann. Wenn ihr hier ja sind, ihr braucht nicht schuldig sein, dass ihr geben müssen. Wenn ihr geben tun, Dankeschön für das Part, was ihr tun von der, für Gott sein Recht. Das ist nicht für die Kirche, das ist zum Gott sein Recht bin. Und ich danke Ihnen bis für was ihr war tun und Gott sein Sehen mit uns das geben tun. Hier sind some Announcements für ihn, was da abkommt. Guten Morgen, Lebenswasser. Mein Name ist Kenneth Giesbrecht und das sind unsere Bekommmerkungen für dieses Werk. Hier bei Lebenswasser sagen wir sind eine Kirche für Familien. Das dürfen Freude Gott anzubeten mit den Menschen, die wir leben tun. Und von der ein Teil von unseren Bekommmerkungen handelt sich an der Familienleben. Das erste Bekommmerkung ist für alle Eltern, die Jugend haben. Einmal, was Sie wundert, was in der Jugend hier jeder Netzwerk so bis das bei Jugend steht, weil nicht in der Gelegenheit zum Anfangen. Netzwerk Oktober den 16. halb 7 so bis wir alle Eltern die Jugend haben. Eerstens wil je een kloorstoel nemen, waar je onze jongen laten kennenlernen, die treffen, die mensen hier met de plan zijn voor de toekomst. Na nu dan wil je rückgehen geworden zijn, zoals de jugend, je gemeenschap drijven dat, met eten en snacks en koffie. En na nu dan wil je zijn, zoals de aanbeden doen, de boodschap aanharken, na nu dan kan je naar de jongen laten vrouwen ontstaan. We willen zo goede oven zijn en ik lade je alle aan. Netzwerk Oktober den 16. halb 7 is zoiets. Die plan waren met onze premarital klassen aan te vangen. So wenn ihr hier ist, was der Kaffee plant zu befrieren in den nächsten Jahr, wir werden ihn so tun, dass ihr diese Klasse nehmen dürft. Diese Klasse fängt Oktober den 13. an, da wird Klock auf das Morgen sein und da wird für 8 Werke sein in der zweiten Klassstufe. So wenn ihr ihn interessieren darf, ich will ihn tun, sendet ihn da bei der Informationsdash. Jeder Sonntag halb auf das Morgen in der Klassstufe habe ich eine Gebetsteam, eine Gebetsgruppe. Ich will die tun, wenn ihr noch nicht weißt, was, komm nur vorbei. Die brauchst eine Zeit, die sind, die kostet dann 9 kommen die was, dann 3 kommen die was. Die Gebetspunkte werden an der Wohl 9 Tag sein. Und das ist eine so gute Zeit zum Lebenswasser in unserer ganzen Umgebung und ihr Sternen an Gebet. Wenn ihr noch zuletzt das Lebenswasser kommen, das ist die Kirche. Und die kommen erst für alle Personen, die nicht genug zum Eten haben, die kommen erst für ein Kind, das erledigt ist. Die können nun Gottesdeenst vorbeigehen, die kommen, wollen in den Park Eten stehen, ganz und sonst. Oder wenn ihr gleich in das Lebenswasser kommt, in ihr Städten, ihr könnt auch vorbeigehen, Geld zu lohnen, oder durch Eten handeln. Das ist alles von mir, von der hat mir gesehen, der Werk. Wir bist froh, dass ihr alle abstehen, weil wir Tau merken mit dem Gebet. Und dann können wir von hier gehen. Vor dem Himmel Dankeschön, für dass wir hier hier taub sein, so angestiert. Dankeschön für den Fried über uns. Und ich bete den Fried über jeder einer, was hier ist, wenn sie von hier gehen, go bis mit in Jesu Namen. Amen. Lebenswasser, der hat eine Gebetsgruppe. Und so, wenn ihr Gebet viel kommt noch fair, hier ist zu sein, some couples, die hier rein sind, für ihn beten.
Voor wat immer van denkt, wat je durchgehen in je Leben, vielleicht eine Entscheidung, was je macht merken in je Leben. Aber wenn je in der Lobby seid und je will zurückkommen, je kann dort down. Kommt hier noch fährt und sie sind bereit, Tim für ihn zu beten. Hat bloß eine gesehene Werk. Gottes Segen mit Ihnen.